Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 73. Folge von Playmocast. Und in dieser 73. Folge ist das weitere Gründungsmitglied von Playmocast mal wieder zu Gast nach langer Zeit. Ich freue mich riesig. Hallo und herzlich willkommen, Philipp. Moin. Es freut mich echt, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Wir machen heute eine Folge zu den Neuheiten. Wir gucken uns an, wie die Neuheiten so aussehen und haben dafür das Spielformat Blind Date mitgebracht. Blind Date. Wir haben jetzt eine kleine Neuigkeit dabei. Also ein paar Sachen hier im Podcast haben sich geändert. Und wir haben das Rad des Schicksals dabei. Jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi vom Computer die Sachen auswählen zu lassen, die wir nachher verwenden. Wir haben 24 Artikel mitgebracht, die hier erstmal in der Übersicht sind. Ich dachte mir so, weiß nicht, was du sagst, aber wenn du eigentlich so ein Blind Date Ranking machst, dann hast du ja irgendwie auch so 20 Artikel, die da irgendwie in Frage kommen könnten. Und dann finde ich es ganz okay eigentlich, wenn wir schon ungefähr wissen, welche das sind, aber da von den 24 ja nur 10 ausgewählt werden, hat es ja trotzdem ein bisschen Spannungsgrad, ne? Na, ich bin gespannt, welche dabei rauskommen. Also, welche wir da gewählt haben. Den einen oder anderen Favoriten hätte ich auf jeden Fall. Ja. So wie du auch, sicherlich. Und, denn, ja, wenn wir mal diskutieren. Ich meine, ich habe dir meine Favoriten nicht verraten. Deine weiß ich auch nicht. Ja. Von daher hätte ich gesagt, schmeiß an das Rad und dann lass gucken, was bei rauskommt. Dann geht's los. Dann geht's hier direkt los. Ich schmeiß hier mal an. Oha. Das ist ganz knapp. Es ist Nummer 3. Die Nummer 3 ist das erste Set, was hier gewählt wird, was hier positioniert wird. Es ist die 72113, der Drachenritterturm. Philipp, willst du anfangen oder soll ich zuerst positionieren? Ich fange an. Stabil. Also für mich ist das Set gelungen. Erstens habe ich den Drachen selber und das Ding ist sehr stabil. Du kannst da unten den Kiefer aufklappen, die Flügel sind beweglich, also das Teil bringt auf jeden Fall Spielspaß. Der Kopf ist, glaube ich, auch beweglich und der Schwanz meine ich auch, ne? Kennst du den? Nee, Den Drachen? Kenne ich nicht, nee, gar nicht. Da gibt es ja verschiedene Varianten von kleiner und größere. Ich hoffe mal, dass es der größere davon ist. Und der Turm selber nimmt nicht viel Platz weg. Und hat alles, was es braucht, ne? Oben so eine Kanone noch mit dabei. Ja. Ein paar Drachenverzierungen, also finde ich auch irgendwie gut. Und ja, wenn ich es meinem hinstellen würde, der würde der auf jeden Fall unten was ins Verlies einsperren, weil da sitzt ja schon einer, der so halb tot ist. Genau, diese Klappe zum Verlies ist ja so ein Drachenschädel oder so. Oder Drachenoberkiefer oder was, ne? Ich glaube, das ist es ja. Genau, also von daher hätte ich jetzt gesagt, auf jeden Fall gelungen und gut. Ja, und deiner Meinung? Willst du gleich eine Position sagen oder? Muss ich mich festlegen von 1 bis 10, muss ich mich festlegen? Genau. Dann würde ich das Z wohl auf die 5 packen. Ja. Ich habe auch überlegt, wo ich es hinpacke, weil ich finde es gut. Ich finde es auch richtig gut eigentlich. Und dachte mir aber, da sind noch ein paar andere Sets bei, die ich irgendwie besser finde. Deswegen ist das so von der Positionierung her gar nicht so einfach. Aber gibt natürlich auch andere Sets, die einfach schlechter sind. Deswegen ist die Nummer hier gar nicht so einfach. Ich finde die Punkte, die du genannt hast, auf jeden Fall auch gut und zutreffend. Deswegen finde ich das schon geil. Ich bin so nicht so, das ist jetzt wieder so ein Pillepalle, ne? Also wieder nicht so ein Fan von dem Grünton, der dabei ist. Den feiere ich jetzt nicht so. Das hätte man ein bisschen geiler machen können. Ansonsten finde ich den Drachen geil. Diese Drachenritter-Kostümierung gefällt mir nicht so. Deswegen fällt es ein bisschen ab. Und ich überlege wirklich, ob es bei mir die 7 ist oder die 8. Also ich finde es aber wirklich gut, ne? Muss ich ganz klar sagen. Ist kein schlechtes Set. Ich setze es mal auf die 8. Okay. Ist ein bisschen tief, glaube ich. Nee, ist nicht so schlimm. Es ist ja nun, das wirst du später sehen, ob du dann nicht andere Sets dahin packen würdest. Stimmt. Das kann sein. Ja. Kann natürlich sein, dass ich mich richtig nachher darüber ärgern werde, aber mal schauen, wie es hier weitergeht. Und dann drehe ich direkt am Rad und wir kriegen gleich
den nächsten Artikel. Das ist die Nummer 18. Ne, die 19 ist es geworden, sehe ich gerade. Er hat noch ein Stück weiter geredet, es ist die 19 geworden. Das ist hier unser nächstes Set und die 19 ist der Kletterpark, die 72070. Und da kann ich dir schon mal sagen, den finde ich richtig geil. Also richtig, richtig gut. Ich überlege gerade zwischen 3 und 4. Ich mag die Giraffe, ich mag diese Kletterpark-Elemente, die dabei sind. Die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Da sind Löwen dabei, ein Zebra. Zebra ist so mein Lieblingstier. Zoo wurde viel kritisiert in den sozialen Medien. Da gibt es ganz, ganz viele Kommentare in allen möglichen Foren zu. Also wenn ich mich hier auf den vorderen Plätzen bewege, dann gibt es ja auch Kritik, aber ich finde halt gut. Also mir gefällt es gut und ich setze es mal, ist die 3 zu niedrig? Ich setze mal auf die 3. Also ich finde es, ich weiß gar nicht, also ich bin ja nun jetzt dann in der Prämisse, in der Not, das ja besser als 5 oder schlechter als 5 zu bewerten. Ne? Mhm. Ja, von den Farben her, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ist auch schön, ja. Ja. Ist natürlich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht so cool wie die Ritterburg. Okay. Ja, weil bei der Ritterburg konnte ich den Drachen noch abschießen. Mhm. Und hier kann ich höchstens das Zebra an die Löwen, die Löwen dann, ne, das Zebra an die Löwen verfüttern. Ne? Mhm. Immerhin. Ich meine, es hat tolle Sachen dabei, ne? Der Baum ist gar nicht schlecht und da ist doch so ein Mini-Erdmännchen mit dabei, ist auch alles okay. Oder 2 Erdmännchen und so ein Lemur. Mhm. Ist schon cool, aber ist auf jeden Fall schlechter als der Ritter und deswegen packe ich das Teil auf die 6. Okay. Nee, ich packe das auf die 7. So, auf die 7, dann habe ich noch Platz. So. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich es auf die 2 setze, weil ich bin ja eigentlich ein Fan davon, bei so einem Blind-Ranking, wenn du da ein richtig gutes Set hast, was dir richtig gut gefällt, das dann auch ziemlich weit nach oben zu setzen, so, weil dann hast du die Plätze sicher. Und ja, aber da sind noch andere Sets bei, die geiler sind. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ja. Meiner Meinung nach. Aber Geschmäcker sind ja da. Wie gesagt, ich kenne ja deine Favoriten noch nicht. Und du hättest ja auch mit 3 hast ja immer noch Platz für 2 Stück. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, lass mal auf 3. Ja, okay. Dann lasse ich das auf 3. Du hast das auf 7, hast du gesagt, ne? Ich packe das auf 7, genau. Okay. Dann geht's weiter, dann drehe ich am Rad. Und dann kommt hier gleich der nächste Artikel. Das ist die Produktnummer. Okay. Produktnummer 24. Na, da lasse ich dir natürlich den Vortritt, ne? Ich bin richtig großer Fan dieses Sets und habe das kurz vor der Aufnahme auch nochmal hinzugefügt. Also eigentlich war die 72120 der Playmobil Barbie Wasserpark, der war eigentlich gar nicht hier in der Artikelliste vorhanden, aber dann habe ich noch ein Produktbild gefunden und dachte mir, Barbie müsste ich eigentlich schon mit hinzufügen. Und ich finde das Set richtig, richtig geil. Philipp, wir hatten so ein ähnliches Set schon mal, also quasi, ja, so ein Vorgänger davon. Damals in der Sommerfolge, ich glaube, das war 4 oder 5, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube 4. Wasserparks richtig geil und ich finde die Gestaltung richtig cool. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel noch die Ritterburg, die richtig, richtig toll ist, die für mich auch vielleicht noch ein Favorit wäre. Aber ich gehe mit dem Barbie Wasserpark und setze das auf die 1. Okay, das ist natürlich ein Statement. Puh. Ich versuche dem erstmal was abzugewinnen, ne? Also wir haben, das Ganze ist auf jeden Fall sehr divers gestaltet. Wir haben, wie es sich für Barbie gehört, die typische Farbwelt umgesetzt. Ja. Muss man, glaube ich, mögen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Ist nicht jedermanns Sache, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Set damals, was wir schon mal besprochen hatten, wie das aussah, jetzt im direkten Vergleich. Also beim Thema, also Barbie ist ja dann im Prinzip ist es ja dann auch ein Lizenzprodukt, ne? Ja, genau. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Barbie das überhaupt, also ist die Lizenz neu? Die ist neu, die kommt, glaube ich, im Juni, ja. Also ist noch gar nicht draußen.
Wurde Okay. aber für dieses Heft angekündigt, weil es ja halt dann bis Juni geht und ab Juni kommt dann die Barbie-Lizenz raus. Ja. Naja. Ähm. Eins oder zwei? Nee. Also, ich glaube, das muss ich wohl oder übel auf die 8 packen. Ja. Okay. Ja, ich meine, ist okay, ne? Mit der Drehtür da und mit den beiden Rutschen und allem drum und dran, das ist wirklich okay, ne? Da kannst du sicherlich auch ein bisschen Wasser reintun und dann kannst du die da auch einmal von dem 1 Meter Brett da schubsen. Kannst du ein Ähm, bisschen planschen lassen. Du kannst sie einmal drin schwimmen lassen, ja. In Bauch- und in Rückenlage. Ähm, genau. Was wäre Aber dein Favorit, Bauch- oder Rückenlage? ich glaube, Bauchlage. Rückenlage ist Mhm. vollkommen überbewertet, oder nicht? Also wie Ja, lange machst du denn das? Drehst dich einmal um, guckst nach oben, ist stimmt. doch Müll, ne? Eigentlich schon, Also wenn ne? du nicht, ja, wenn du den Himmel nur angucken willst, ist ja okay. Ich meine, gut, wenn du da im Pool in Rückenlage liegst, dann kannst du wenigstens die Bademeisterin sehen, ne? Oder? Die Ja, ganz oben steht. ja, ist natürlich Und wenn dabei. du, ja genau, wenn du dann um Hilfe rufst, kann die entweder von oben, schätzen wir mal aus einer Höhe von 6 bis 7 Meter, ins 1 Meter Mhm. tiefe Wasserbecken springen und sich selber auch nur verletzen. Ja, Oder sie nimmt diese, wie sagt man dazu, diese Todesrutschen da oder was? Also mega steil, ja, die, ja, ja, ne? ja. Genau, also kann da auch Bisschen noch Gefälle. runterrutschen. Hat oh, sehr, sehr großes Gefälle. Und kann quasi direkt auf die in Not geratene Person drauffliegen, um ihr den Rest Mhm. zu geben. Das ist doch eigentlich dann Sinn und Zweck dieser Rutsche, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, Hätte so ist man das doch, man konzipiert. hätte doch den Bademeister anders umsetzen können, oder? Oder die Bademeisterin. Ja, ich finde das, ich weiß nicht, ich bin aber Fan des Sets. Also die Rutsche ist Okay. natürlich hier ein bisschen übertrieben, also schon alleine vom Gefälle her und vom Winkel dann. Du wirst ja da auch ein bisschen rauskatapultiert, ne? Also da wird das Becken ja nicht reichen. Aber weiß ich nicht, weil du auch sagtest, so 1 Meter tief, maximal. Ja. Nee, aber ich finde das cool. Also ich mag das wirklich. Mir gefallen die Farben irgendwie und außerdem ist es so ein bisschen was anderes, deswegen gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Sehr gut. Dann mach das mal auf die 1 und ich pack das hier auf meine 8 und dann passt das. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter hier mit meiner Eins und deiner 8. Besser kann es hier für mich schon nicht mehr laufen, kann ich schon mal sagen. Ja, okay. Deswegen ist mir der Rest eigentlich auch schon egal. Sehr gut, sehr gut. Dann hat es sich ja gelohnt. Ja, auf jeden Fall. So, ich drehe mal die Nummer hier und schau mal, was hier bei rauskommt. Es ist die 17. Die 17 ist dabei, das ist der nächste Artikel. Das ist die Artikelnummer 72108, das Hochzeitsbuffet. Genau. Kleiner Spoiler ist natürlich Unterwasser-Hochzeitsbuffet. Ja, Ja, puh. wir haben damals auch so viel über Meerjungfrauen gesprochen. Und wollte ich noch ganz kurz hinzufügen, hat jetzt gar nichts mit dem Set zu tun, aber weil wir damals in der Kopf- oder Zahlrunde auch über den Barbie-Film gesprochen haben, den ich damals noch nicht gesehen habe. Jetzt habe ich ihn gesehen, aber ist vielleicht ein Gespräch an einer anderen Stelle mal wert denn. Ja, also meine Einschätzung zum Hochzeitsbuffet. Prinzipiell finde ich diese Meerjungfrauen-Figuren cool. Mhm. Hast du so eine schon mal in der Hand gehabt, so eine Meerjungfrau-Figur? Ja, Ja, also das finde ich cool umgesetzt und es gibt ja auch so diese ganzen Poseidon-Verschnitt-Dinger da, irgendwie ein Seepferdchen zieht so eine Unterwasserkutsche oder sowas. ja, Und geil. das kann, ja, ist auch okay, ne? Wunderbar. Das Ding hier hat hinten so einen pinken Delfin Mhm. mit so einem blauen Tribal, der am Auge beginnt und nach hinten weggeht. Ähm, und, ne? Und da muss ich hier an den Boxer denken, der mir gerade nicht Ja, einfällt. ja, Ähm, also, ich meine, so einen pinken Delfin soll es ja geben, ne? Ist ja irgend so ein Flussdelfin oder sowas. Das ist ja nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, aber das ja, Tribal hätte ich, glaube ich, weggelassen. das ist wild. Äh, Mhm. Das hätte man sich, glaube ich, also diesen Print auf dem Delfin hätte man sich, glaube ich, sparen sollen.
ansonsten gibt es da Mike ja Tyson, so. ey. Mike Tyson, ja, danke. Danke für den. Ich hab's in dem Moment, was war weg. Mhm. Du hast da zwei solche, was soll das sein? So eine, soll ein bisschen Pflanze wohl darstellen, kannst du dir aber auch als Haarspange in die Haare tun. Ja. Hätte ich jetzt gesagt, ist jetzt nicht schlecht oder nicht, also vollkommen wertungsfrei. Mhm. Bei der Torte struggle ich so ein bisschen. Ich meine, klar brauchst du die Ja. beim Hochzeitsbuffet, aber ist ja immer noch unter Wasser. Ne? Und Mhm. so eine Torte unter Wasser holt mich nicht so richtig ab. Die Gläser unter Wasser auch nicht. Die Gläser unter Wasser auch nicht so richtig. Das hat ja also fast so eine SpongeBob-Logik. Ne? Mhm. Ja. Genau. Also, ja, meine Einschätzung. Wie stehst du denn dazu? Ich finde das ganz geil auch. Also es gibt wirklich nicht so viele Sets, die ich nicht mag. Und Mhm. ich mag diese ganzen Prinzessinnen-Sets irgendwie. Also ich habe damit wirklich gar nichts zu tun, auch mit den ganzen Feen-Sets. Aber weil ich mich da im letzten Jahr auch so viel mit beschäftigt habe und mir dann angeguckt habe, wie sich die Produkte entwickelt haben und so, fand ich das schon geil. Also es ist gar nicht meine Welt. Ich würde mir jetzt so einen Artikel nicht kaufen, weil das einfach nicht mein Interessensbereich ist. Ja. Aber ich finde die von der Gestaltung her ja endgeil, wirklich. Also ich finde, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt in dieses Konzept da oder in dieses Themenweltmuster, dann finde ich finde das krass. Also mir gefällt die Gestaltung richtig gut und finde krass, dass Playmobil da in dem Bereich so viel macht und auch so ein bisschen tendenziell eher Mädels dann damit abholen will. Natürlich auch Jungs dann, die sich dafür interessieren, aber so finde ich das schon echt cool und ich finde das Set ziemlich cool. Okay. Und Ist aber mit der deswegen, Platzierung nicht so einfach. Mhm. und deswegen platzierst du das jetzt. Ich meine, du hast natürlich die vorderen Plätze schon ganz gut abgegrast, ne? Deine 1 ist besetzt, deine 3 ist besetzt. Jetzt hast du natürlich den großen Schmerz, entscheiden zu müssen, ob es eine 4 wird oder eine 2. So Oder eine sieht's 5. aus. Hä? Ja. Also, was wird's denn? Wird's eine solide 5 für dich? Boah, Oder? eine 5 ist mir, glaube ich, zu hoch, oder? Ich weiß nicht. Ja, Aber ich kann zum Beispiel, hm? ja, na dann schieß mal los. Ich bin gespannt. Ich kann zum Beispiel mit einigen Sets hier gar nichts anfangen, also weniger anfangen, sage ich mal so. So die, Mhm. weiß ich nicht, diese Offroad-Sets, die sind okay, aber die holen mich auch nicht so ab. Die Polizeisets holen mich nicht so ab und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Set kommt, ist ja relativ groß. Okay. Deswegen würde ich mal, das ist so hart, wirklich. Setze ich's. Ich muss kurz überlegen. Ich nehme die 5. Ja, fast zu Ich find's erwarten geil. gewesen, ne? Da muss ich mir natürlich auch noch was aus den Rippen leiern. Ich habe natürlich Kritik dran geübt, deswegen wäre eine 6 auch zu viel, ne? Ja, Ähm, dann 9 oder 10. ja, 7 und 8 ist schon besetzt, ja. Nein, Ja, also ich mache dann die 9. Ja. okay. So, dann haben wir die ersten 4 Sets hier im Gepäck. Und dann geht es hier direkt weiter. Mal gucken, mit welchem Set. Das Rad dreht sich und es dreht sich und es wird die. Oh, die letzte Sekunde zieht sich hier immer so. Die Nummer 6 ist das nächste Set. Die Nummer 6. Oh, ja, der Weltraumgleiter mit der Produktnummer 72013. Insgesamt hast du ja in der Auswahl der 24 Artikel 3 Weltraum-Sets. Ja, Und ich hätte jetzt mal gesagt, der Weltraumgleiter ist von den 3 das schlechteste. So, also die anderen sind auf jeden Fall Ja. besser, ne? Also würde ich auch sagen, ja. ne, also der Gleiter ist jetzt nicht so mega cool, aber also genau, ich hätte mich auf jeden Fall mehr über die 4 oder auf die 5 gefreut. Mhm. Genau. Muss das, man, ja, muss man natürlich insgesamt vielleicht sagen, ist vielleicht der schlechteste Artikel von den dreien. Aber ja, ich glaube, diese Weltraumsets sind insgesamt ganz cool. Deswegen sind die ja so an sich schon ein bisschen höher anzusiedeln. Und ich glaube, ja. du bist ein richtig großer Fan dieser Sets. Ich finde die schon cool, auf jeden Fall. Also da Mhm. habe ich mir meine erforderlichsten Plätze auf jeden Fall für bereit gehalten, ne? Genau. Das Teil der Weltraumgleiter, also trotzdem ist es kein schlechtes Set, ne? Also Ja. aus der Perspektive meines Sohnes würde ich das jetzt mal versuchen zu bewerten. Mhm. Diese,
diese Weltraumfiguren sind auf jeden Fall immer mega cool, ne? Du hast ja dann Ja. diesen Helm mit diesem, ja, eigentlich ist es ja bloß so ein Taucherschlauch, aber den kannst du ja vorne nochmal anstecken und so. Du hast ja Mhm. dann, glaube ich, nochmal extra, weiß ich gar nicht, ob das, sind die Arme direkt so dick gestaltet oder sind die zum Aufklipsen, dieser Weltraumanzug? Ich Weißt denke du mal, das die noch? sind zum Aufklipsen. Nee, Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, aber das sieht so aus wie aufge... Ja, guck mal, man sieht hier also am linken Arm, auf der rechten Seite mhm. hier, Ja, sieht man, dass sie angeklickt sind. ja, Hm. ja, genau. Also du kannst ihn ja ein- und ausziehen, also das passt ja auch. Äh, Ja, Ich weiß gar nicht, ich glaube, diesen Gleiter gab es schon in anderen Sets in so ähnlicher Form. Also bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Du hast auf das jeden weiß ich auch Fall nicht. so eine kleine Mini-Rakete vorne drauf, die Mhm. nicht mit Feder funktioniert, sondern mit diesem Klemmschuss, ne? Also du Mhm. stopfst sie ja dann rein und dann fixiert die da an dem kleinen Knubbel. Und wenn du hinten drauf drückst, schießt das Teil ja. Ja. Von daher, also kannst das Ding mit einer Hand halten, damit durch die Wohnung flitzen und irgendwie da rumschießen. Das passt auf jeden Fall. Und dann hast du ja Mhm. noch zwei oder drei von diesen Klemmgreifern, um da irgendwelche Proben zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz cool. Also von Ja, daher würde ich dem meine bislang beste Wertung, ich gebe ihm die 4. okay. Ich finde das Set auch richtig... Oh, ich muss aufhören, beim Sprechen zu schreiben. Ich finde das Set auch richtig cool. Ich überlege jetzt nur, ob 4 oder 6. Ich würde die 6 so ein bisschen anvisieren, weil ich habe da noch die 2 frei und die 4 und hoffe, dass die Burg noch kommt und noch ein anderes geiles Set. Ansonsten finde ich das schon richtig gut. Also Weltraumsets sind cool, die Kooperation mit der ESA ist ein Traum und von daher deswegen alleine schon, wie du schon sagst, vorderen Plätze auf jeden Fall. Wobei jetzt die 6 jetzt nicht so unbedingt der vordere Platz ist, aber ich nehme mal die 6 und bin damit ganz zufrieden, glaube ich. Okay. Dann wird gedreht. Und wir kommen zum nächsten Artikel. Es ist die 21, wird es, glaube ich. Es ist die 21. Die 21, das Tierpflegermobil. Ähm, Passend zum Kletterpark, ne? Ja, auch so ein bisschen Ja, zoobelastet. oh, schon stark, oder? Also sind wieder richtig Ach, gute Sets ja. hier. Ja, also er erinnert mich auf jeden Fall an Zoo Tycoon auf der Xbox. Da konntest du auch mit so einem Giraffenauto und so einem Elefantenauto rumfahren. Das ist ja, glaube ich, Geil. so ein. Ist es auch so ein Rückziehauto? Ich glaube schon, ne? Also, Das kann ich dir gar nicht sagen. also es kann gut sein, dass da so ein kleiner Antrieb mit da drin ist, dass du, wenn du das Auto nach hinten ziehst, dann das nach vorne geht. Äh, Ja. Die 3 Tiere, die mit bei sind, sind auch okay. So ein Orang-Utan, ein Panda und ein. Was denn das hier? Mhm. Wie heißt das Ding nochmal? Ah, dieser rote Panda? Ähm, Das weiß ich gar nicht. Du weißt es auch nicht? Naja, Das kann ich dir, egal. kann ich dir gar nicht sagen. Genau, das Auto ist auf jeden Fall liebevoll gestaltet, habe ich so noch nicht gesehen. Hat im Prinzip so ein Mhm. Tiger-Chassis. Hinten noch Sieht geil mit, aus. ja, hinten noch mit Schippe und Besen. Der Ja, Pfleger ist auch motiviert, gibt noch einen kleinen Koffer mit dabei, mit, ich sag mal, Schere, sicherlich eine Spritze oder sowas, ne? Zum Aufziehen natürlich nicht, um die armen Tiere zu pieksen. Ja, ist schon gut. mhm. Ist schon gut. Also, ich habe jetzt ja nicht mehr so viel frei, ne? Nee, Na, ich sehe das mm, gerade auch bei dir. also, ich hätte ja nun im hinteren Bereich, also die 10 ist es natürlich auf keinen Fall, ne? Dafür ist es jetzt zu gut. Ja, So, 6 könnte ich machen. Mache ich denn aber wohl. Ah, ja, wenn ich jetzt das auf die 3 packe, ist es ja sogar besser als mein Mars-Auto hier, mein Weltraumflieger. Aber komm, ja. ich pack das mal auf die 3, weil Oh, stark. das Auto ist cool, ja. Komm, Okay, okay. ja. Ich finde es auch cool. Mir gefällt die Gestaltung auch richtig, richtig gut. Ich finde das einfach geil, dass da so ein Tigerkopf mit drauf ist. Also, das ist schon stark. Die Tiere sind cool. Ich habe hier das Produktbild so ein bisschen ausgeschnitten. Da ist noch so ein Äffchen mehr mit drauf, also ein Orang-Utan. Also, da hast du nochmal einen mehr mit, den du da bespaßen kannst. Und deswegen muss ich kurz überlegen. Ist keine 2, ist keine 4.
Ich pack's mal auf die 7. Ich hoffe, ich fahre damit jetzt nicht gegen die Wand, aber das Zoomobil ist, ja, das ist stabil, würde ich sagen. Also 7 ist, glaube ich, eine okaye Position. Jetzt hoffe ich natürlich bei den letzten 4 Sets, die kommen, dass da noch ein paar Kracher dabei sind. Also wir werden es erleben. Sehr gut. Und damit kommt das Rad des Schicksals wieder zum Einsatz. Und es wird 15. 72 052. Der Maskenball ist mit am Start. Der Maskenball ist am Start. Na dann. Dann hau mal raus, wo du das Teil jetzt hier rein hinschiebst. Ja, ist aus der Princess-Reihe. Die Princess-Reihe ist neu, kann ich ganz kurz erzählen. Warum, verstehe ich nicht ganz. Sie hieß früher Princess Magic. Aber jetzt haben die das so ein bisschen umkonzipiert und haben die Princess Magic-Reihe in die Princess-Welt umbenannt. Und außerdem gab es ja auch die Magic Unicorns. Und die heißen jetzt auch nicht mehr Magic Unicorns, sondern die Unterwasserwelt, die vorher zu Princess Magic mitgehörte. Und die Magic Unicorn Sets gehören jetzt zu Fantasy Magic. Also das wollte ich noch ganz kurz hier einmal im Hintergrund erklären oder erzählen. Ich finde die Umbenennung ein bisschen merkwürdig, aber das muss wohl so sein. Ja, das Set ist okay. Gefällt mir so schon ganz gut. Also die Gestaltung ist cool. Die Klamotten sind stark, finde ich. Aber insgesamt habe ich hier keine Probleme mit dem 10. Platz. Das, Okay. also mehr Okay. wird es nicht. Ja. Es hat auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, mit denen ich auch was anfangen kann, also die ich einfach gut finde, ne? Die beiden, was soll man jetzt dazu, Prinzessinnen sagen? Die beiden weiblichen Protagonistinnen, die total lang gelangweilt sind. Die einzigste männliche Unterstützung, die da ist der Geigenspieler, ne? Mit seiner weißen Geige. Ja gut, ist jetzt alles so ein bisschen nostalgisch angehaucht, kann man so machen. Haben sich ja verkleidet. Zumindest die Partytisch-Hutze, ne? Kennst du diese Dinger zum Verkleiden? Ne? Ja. Die finde ich gut, ja. Also so sieht es ja nun mal auch aus. Und wenn man jetzt also jetzt nehmen wir mal an, du hättest dieses Set in der Grabbelkiste auf dem Flohmarkt und du fummelst jetzt da drin rum und denkst so, welches Teil davon nimmst du jetzt mit? Weil, also was könnte man noch mal gebrauchen für irgendein Diorama oder für irgendein Bild oder für irgendein Video? Dann würde Dann die weiße Geige. Die weiße Geige bin ich auch nicht so für, aber ich sag mal, diesen weißen Tisch und die Cupcakes und die Sektflasche und so, damit kann ich schon was anfangen, ja. Aber hinten das Gebäude, Ja, das ist schon geil. da kann ich jetzt nichts mit anfangen und deswegen nutze ich die Gelegenheit, wenigstens in einem Produkt mit dir gleichzuziehen und deswegen gebe ich da auch die 10 zu, ja. Stark, okay, gut. Ja, also da kann ich nicht mehr machen. Also bei aller Liebe, ich finde, das sind auch wirklich gute Sets, die wir haben, aber es gibt halt Sets, die findest du halt ein bisschen schlechter und dann, ja, ist der 10. Platz dann irgendwie auch in Ordnung, glaube ich. Ja, irgendwas musst du ja da auch hinschieben, ne? Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ist ja die Qual der Wahl. Genau. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz rein. Wir haben noch 3 Positionen offen, also 7 Sets wurden hier von uns verwendet und 3 Sets werden jetzt noch kommen. Ich drehe mal am Rad. Und es wird die Position 20. Die Eisexpedition. Wir haben schon wieder Animal Friends dabei. Ja, das ist mir ein bisschen viel. In der unteren Hälfte der Artikel, ne? Irgendwie gefühlt haben wir jetzt schon wieder so einen Artikel von da unten. Ja, Eisexpedition. Was ist denn dabei? Also wir haben auf jeden Fall eine Robbe, ein paar Pinguine. Wir haben irgend so ein Drehdingen, wo du wohl scheinbar einen Fisch dran befestigen kannst, um das dann zu drehen, um dann damit zu spielen, dass wohl irgendwie die Robbe das dann da abnascht. Ja. Von der Sache her okay, aber an diesem Dingen, was du da drehen kannst. Ne? Du hast es ja vor Augen. So mit diesen grünen Ketten. Was hast denn da oben dran? Also oben ist ja noch so ein Print auf diesem Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Papagei. Symbol, was da überhaupt nicht hingehört. Was macht ein Papagei in so einem Eisexpeditionsset?
Genau, das verstehe ich auch gar nicht, ja. Ja, da muss ich wohl die Und mir ist 6 es nicht mal geben. aufgefallen. Ich habe das nicht mal gesehen. Kein Problem, dafür hast du mich da hier für. Dafür habe ich dich auf jeden Fall. Ja. Ich gehe mal auf, das ist jetzt heikel, weil für mich ist das wirklich ein vorderer Platz Ja. und nicht die 9. Also die 2 oder die 4 sind noch offen. Ich hoffe, hinten raus ist halt immer so schwierig. Ja, ja. Wir haben danach nur noch 2 Sets und da muss ja ein halbwegs gutes noch kommen, um das auf die 2 zu packen. Aber für mich ist das hier keine, ja, das ist keine 2. Deswegen, ich pack's mal auf die 4. Weil da unten ist noch die 9 und da kommt, glaube ich, noch ein Set, was ich scheiße finden werde. Und von daher, ja, das ist ein bisschen Taktik jetzt auch, ne? Ja, da kannst du ja nicht scheiße finden, sondern du sagst ja, also es hat ja auf jeden Fall hat's ja ausgereicht für dich, um in die 24 möglichen zu fallen, Genau. ne? Also, aber Genau, es ist halt nicht dein Favorit. Genau. Wobei ich glaube, wenn es nur nach Favoriten gegangen wäre, also ich habe schon versucht, hier aus jeder Spielwelt so halbwegs ein Set mitzunehmen. Ja. Muss dazu aber sagen, das sind, glaube ich, nicht meine 24 Top-Sets, so, ne? Also, Ja, alles gut. deswegen schauen wir mal. Okay, du hast hier, um es nochmal ganz kurz hier aufzufrischen, abzugleichen, du hast die 6 gewählt, ne? Ich habe die 6 gewählt, ja, genau. Und jetzt habe ich auch bloß noch die 1 und die 2 offen und jetzt kommen bloß noch Hammer-Sets. Ne? Das ist echt heikel. Ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr viel Risiko. Ja. So, dann drehe ich mal am Rad und gucke, was jetzt kommt. Ich hoffe ein bisschen auf die 1. Es ist die 5 ist es. Die 5. Das Maßfahrzeug 72012. Das Set hat alles, was es braucht, ne? Irgend so einen Ja. kleinen Maßroboter. Das Ding ist noch so halb transformermäßig zusammenklappbar. Da freut sich der Lütte, weil der kann das dann nämlich dann immer schön Ja. zusammenpacken und so halb transformieren, dass das dann passt. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob das Set kompatibel ist mit der Rakete. Ich gehe mal davon aus, dass du das Teil so klein machen kannst, um es mit der Rakete verschießen zu können. Also du hast ja in diesen Playmobil-Raketen immer noch so einen Laderaum. Da gab es ja damals auch den Ja. Meteoritenzerstörer und sowas. Deswegen glaube ich oder würde ich hoffen, dass du es so klein machen kannst, dass es damit reinpasst. Bin mir aber nicht sicher, ob das klappt oder ob es zumindest ins Space Shuttle reinpasst. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das Teil hat 6 Räder, sind ein paar Schläuche dran. Du hast irgend so eine Bohrvorrichtung damit dabei. Ne? Du kannst da irgendwie dran drehen und da eine Gesteinsbohrung mitmachen. Du hast ein bisschen Kamera, bisschen Solarmodule da mit dabei. Natürlich ein Männchen mit einer Probenzange und einem Tablet, der muss natürlich gucken und den ganzen Bohrvergang da überwachen und das ist bei mir natürlich ganz klar die 1, ne? Weil ich glaube, dass nichts Besseres mehr kommt und ich bloß auch die 1 und die 2 habe. Von daher gebe ich hier auf jeden Fall die 1. Okay, stark. Ja, ich habe ja auch 2 Extreme dabei. Ich habe 2 und die 9. Und das ist mir wirklich ein bisschen zu heikel, hier mit dem letzten Set auf die Nummer 2 zu hoffen, weil so viel Gutes, ja gut, also ist noch sehr, sehr viel Gutes dabei. Auf der anderen Seite ist aber noch sehr, sehr viel dabei, was nicht die Position 2 verdient hätte. Deswegen, ich überlege gerade, ob ich zum ersten Mal hier in der Folge oder im Format Blind Date ein bisschen gamble. Und ich versuche mal hier eine Sache zu machen, die ich sonst nie mache. Und zwar packe ich es mal auf die 9. Weil ich hoffe, das ist richtig dumm eigentlich, weil ich hoffe, mit dem letzten Set kommt hier noch ein richtiger Kracher. Ja, du wirst es bereuen, ne? Ich werde es auf jeden Fall bereuen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ja, Also das kann nicht gut werden, die Nummer. ja, Aber ich gucke mir ja. mal an, wie das am Ende aussieht. Mal schauen, ich drehe mal am Rad und hoffe auf die 1 natürlich. Oder auf die 16. Die Position 8 ist der Polizeitaucher. Finde ich ganz cool. Du hast ja gleich. Ist das ein Polizeitaucher? Das sind, glaube ich, 2 Polizeitaucher, ne? Würde ich sagen. Aber die sehen gar nicht so sehr nach Polizei aus, würde ich mal sagen. Nee, ne, der rechts sieht ein bisschen so aus. Ja. Ich gucke mal ganz schnell nochmal in die Artikelbeschreibung. Ach, okay, dann hast du auf jeden Fall den Polizeitaucher, der den Dieb sucht oder überführen will. Genau. Der unter Wasser die Schätze raubt. Der hat ja dann auch diesen Korb mit dabei, den man auch in diesem Soul-Set mit dabei hatte, ne? Um so ein paar Sachen damit reinzumachen. Der hat so eine Tauchertasche mit dabei und hat schon 1, 2 Relikte sich da reingemacht. Finde ich auf jeden Fall
gut. Taucher ist gut umgesetzt. Der Polizeitaucher hat auch so einen Propeller Gleiter mit dabei. Du hast ein bisschen Fische mit dabei, ein bisschen Unterwasserdekoration. Noch eine alte Schlosspistole. Kann da natürlich auch rumliegen. Also ja, habe ich ja nur noch einen Platz frei. Das ist ja bei mir die 2. Bei mir auch, genau. Ja, ich glaube, dass mehrere Sets auch besser für die 2 geeignet wären, aber ich bin damit auch nicht unglücklich. Von daher ist das Taucherset 72078 auf jeden Fall, ja, okay, verdient, vernünftig auf der 2. Bereust du das, dass du... Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, Ich bereue schon ein bisschen. Ich finde es halt natürlich okay, aber realistisch betrachtet wäre es bei mir vielleicht die 8 oder die 9. ja, Und deswegen hätte ich vielleicht das Zoofahrzeug ein bisschen weiter hochschieben können, aber das ist ja der Sinn des Spielformats, weil du es ja im Vorfeld nicht weißt und ja, so ein ja, bisschen Überraschungsmoment dabei haben sollst. Ne? genau. Ja. Ich blende hier im Hintergrund auf jeden Fall unsere beiden Rankings mal ein. Dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer aus eurer Sicht mit seinem Ranking hier besser gefahren ist in dieser Nummer, in dieser 73. Folge. Ich fand es sehr, sehr witzig. Philipp, war sehr, sehr cool, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und dir haben die Sets gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit der Auswahl so ganz zufrieden. Wir waren natürlich da mit einer unterschiedlichen Herangehensweise, ne? Also wie gewohnt hattest du Favoriten, Ja, ja. die jetzt nicht auf meiner Seite waren. Also von daher, aber wir haben es ja trotzdem geschafft, uns da auf ein paar Artikel zu committen. Was mich noch gefreut hätte, wäre das Einsatzfahrzeug 72066. Wenn das Ja. gekommen wäre, weil das Teil habe ich tatsächlich in ähnlicher Form auch schon zu Hause, ne? Das habe ich mir mal geholt für so ein Videoprojekt. Ich habe das, glaube ich, sogar 3-mal oder so. Oh, krass. Ja, genau. Ich wollte das mal umlackieren für so einen Militärzug oder sowas. Aber es ist auch in der Kiste ich mache das irgendwann mal. Naja, genau. Ja, Dann komme ich noch zu einer abschließenden Frage, zu der wichtigen Frage, die nachher für die Folge Königsjoker interessant wird. Und zwar gibt es für uns beide hier aus diesen 24 Artikeln, die uns zur Verfügung standen, einen Joker zu wählen. Also wir haben Eros Ramazzotti mitgebracht, passend zum Thema Blind Date und der ist hier unser Joker. Und du darfst dir jetzt ein Set aussuchen, was du dann in diese Königsjoker-Folge mitbringst. okay, dann ich rate erstmal dein Set und ich denke, dass Ja, dein Königsjoker auf jeden Fall die Ritterburg ist. habe ich auch überlegt. Ja, ich bin wirklich zwischen Ritterburg und zwischen Barbie Wasserpark. Ja, aber Barbie brauchst du ja Die nicht mehr, aber Ritterburg hast du ist ja halt schon. Die ist ja rangekommen. eigentlich schon, ja, Ja, eigentlich schon, ja, aber ja, ich würde auch, ja, ich glaube, ich finde den Wasserpark richtig geil, aber muss ganz ehrlich sagen, die Ritterburg ist ein bisschen geiler. Und ich glaube, mit der Ritterburg habe ich am Ende auch mehr Chancen zu gewinnen. ich würde ein anderes Set nehmen, um es irgendwie Mhm. spannend zu halten. Oder Oh, willst du die Ritterburg haben, dann nehme ich den Barbie Wasserpark. ja, dann machen wir das so. Mit der Ritterburg. Okay, Ich perfekt. habe 3 Ritterburgen zu Hause, du. Ja, Perfekt, Ritterburg das ist ist cool. gut. Weil ich bin vom Gefühl her natürlich richtig stark bei der Ritterburg. Und da ich ja im Vorfeld so eine Stunde vor der Folge oder so dann kurzfristig die Artikel noch geändert habe, um einmal Barbie mit dabei haben zu wollen, Ja, kannst du dich fand auch ich dann drauf Barbie irgendwie committen. schon, ja, ich finde einen Ticken besser irgendwie. Deswegen, also es ist halt schon cool, wenn du die Ritterburg hast und ich dann den Barbie Wasserpark. Sehr gut. Von Ja, 1 bis 24. genau, Ja, alles dabei. Ritterburg auf die 1. Genau. Wunderbar, Philipp, dann vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, du kommst bald nochmal vorbei. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen schon vorbereitet, die dich interessieren könnten. Von daher hoffe ich da auf deinen Einsatz. Ja, wenn wir den sehen, ne? Genau. Okay, dann bleib fröhlich, bleib gesund, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.